Okay, this morning we're just going to build on what Lawrence was talking about last night. Also heute Morgen werden wir einfach weiter fortsetzen oder weiter aufbauen auf dem, was wir gestern Abend studiert haben. Ultimately, right, we know from the vision in early writings 54, 55. Also letztendlich wissen wir, basierend auf der Vision von frühe Schriften, Seite 54 und 55, we know that the light that's going to come here wissen wir, dass das Licht, das hier um Mitternacht kommen wird, is based upon the 5th day of the 4th month. basiert auf dem Licht, was am 5. Tag des 4. Monats kam. Okay, this was prefigured in Millerite history, Das ist ja vorausgeschattet worden in der Miller-Geschichte. and it's going to mark the beginning of this little time of peace. Und das markiert dann den Anfang dieser kleinen Zeit des Friedens. Okay, so we know that we're just before this point, Und wir wissen, dass wir kurz vor diesem Punkt sind. so already we can start to see a little glimmerings of that light, right? Und wir können in dem Sinne schon anfangen, ein paar glitzernde Strahlen dieses Lichtes zu sehen. And in this time period here, we know from that vision that it's a constant unfolding leading down to the exceeding bright light right here, right? Und wir wissen, basierend auf der Vision, dass es ein beständiges Entfalten dieses Lichtes ist, bis wir dann letztendlich diese volle Offenbarung des überaus hellen Lichtes hier Mitternachtsruf erhalten. But we know that to receive this light right here, what must you be? Aber wir wissen, um dieses Licht hier zu erhalten, was müssen wir sein? Or let me ask another question. What must you not be? Oder lass mich eine andere Frage stellen, was darfst du nicht sein? Careless and uninterested. Du darfst nicht sorglos und uninteressiert sein. If you're careless and your heart is all somewhere else, right, when it comes right here, you're not going to receive it. Also wenn du sorglos bist und dein Herz irgendwo anders ist, bei anderen Dingen verweilt, dann wirst du dieses Licht nicht erhalten. Right? That doesn't mean that you won't hear it or maybe even understand it. Und das bedeutet jetzt nicht, dass du das Licht dann nicht hören wirst oder vielleicht sogar, du wirst es vielleicht sogar mental verstehen. Because light, in order for light to sanctify you, what must you do with that light? Denn damit das Licht dich heiligen kann, was musst du mit diesem Licht tun? What must you do with light in order for it to sanctify you? Was musst du mit dem Licht tun, damit es dich heiligen kann? Yes, you must obey it, right? Du musst darin wandeln, du musst dem gehorchen. Okay, and the only way you're going to obey it is if that light really impressing upon your heart. You're the little praying company. You're deeply interested, right? Das Einzige, wie das passieren kann, ist, wenn dieses Licht dich wirklich tief beeindruckt und du dann Teil dieser kleinen betenden Schar bist. Okay, so let's begin. Tief interessiert. I've put this first quote in the live stream. It's from 16 letters and manuscripts. Und das erste Zitat ist jetzt hier im Livestream. Das ist das allererste Zitat, was heute Morgen gepostet wurde von Mark. It says, Wir alle müssen wie nie zuvor. no, I already posted that yesterday. That one. No. Okay, I thought this would be said. Okay, no problem. It says, we all need to study as never before the parable of the 10 virgins, right? So we know that the parable of the 10 virgins, if we were to take, this is Matthew 25 and verse what? Also wenn wir das Gleichnis der 10 Jungfrauen betrachten, dann ist das hier Matthäus 25, Vers. Margaret definitely needs to study the parable of the 10 virgins, right? Margaret muss hier unbedingt das Gleichnis der 10 Jungfrauen studieren. What time is this right here? Was ist das hier? The what, sorry? Sonntags. No, we're dealing with the parable of the 10 virgins. Aber What time Gleichnis is der it? 10 Jungfrauen, welche Zeit ist das hier? The tarrying time, Das right? ist die Verzögerungszeit hier. The going forth is at the civil Sunday law, right? Das Vorwärtsgehen ist ja am zivilen Sonntag. Remember, this is the first temple cleansing, first separation, so it's the marks that. Das ist ja die erste Tempelreinigung, die erste Trennung, das markiert hier den Beginn der Verzögerungszeit. Right, so the parable of the 10 virgins and leads you down to Matthew 25 and verse Und das 6, bringt dich right? hinab zu Matthäus 25, Vers 6. And
Okay, I'm going to put it at the end here, but we know that it's progressive, depends on which group you are. But Und ich werde jetzt hier Matthäus 25, Vers 10 ans Ende setzen. Aber wir wissen, das ist progressiv, also das ist auch für die erste Gruppe ist das schon hier. Und es geht hier noch bis der Letzte dort dann die geschlossene Tür hat. Okay, so we all need to study as never before the parable of the 10 virgins. 5 of them were wise and 5 were foolish, right? So where do we have the wise and foolish? Where do they manifest themselves? Also wo manifestieren sich jetzt die Klugen und die Törichten? At the midnight cry, right? Mitternachtsruf. So you have the wise and the foolish, right? Okay, it says, the wise took oil in their vessels with their lamps. This is the holy oil represented in Zechariah, right? So what's it now doing? Also dieses Öl in den Lampen ist das heilige Öl aus dem Buch Zachariah. Was macht das jetzt hier für uns? Okay, it's telling us that Zechariah is an illustration of the parable of the 10 virgins. Right? Also es sagt uns, dass Zachariah, die Darstellung, die da gezeigt wird, eine Darstellung des Gleichnisses der 10 Jungfrauen ist. It says, I answered again and said unto him, what are these 2 olive trees upon the right side of the candlestick and upon the left side thereof? And I answered again and said unto him, what be these 2 olive branches, which through the 2 golden pipes empty the golden oil out of themselves? And he answered me and said, knowest thou not what these be? And I said, no, my Lord. Then said he, these are the 2 anointed ones that stand by the Lord of the whole earth. Where do they stand? Wo stehen sie? They stand by the Lord of the whole earth, right? Sie stehen bei dem Herrn der ganzen Erde. This representation is of the highest consequence to those who claim to know the truth. Right? Also diese Darstellung ist für diejenigen, die behaupten, die Wahrheit zu kennen, von höchster Bedeutung. But if we do not practice the truth, that means obey the truth, right? Aber wenn wir die Wahrheit nicht praktizieren, das bedeutet ihr nicht gehorchen, We have not received the holy oil, which the 2 golden pipes empty out of themselves. The oil is received into vessels prepared for the oil. It is the Holy Spirit in the heart which works by love and purifies the soul. Right? So you can hear things all day long and get convicted by them, but if you don't obey them, you're not receiving the oil. Right? also du kannst die Dinge den ganzen Tag lang hören und kannst davon überführt werden, aber wenn du denen nicht gehorchst, dann wirst du das Öl auch nicht wirklich erhalten. Okay. So go to Matthew 25. Gehen wir jetzt zu Matthäus 25. Now, the 2 anointed ones. The 2 anointed ones, which story do we find elsewhere the 2 anointed ones in? In welcher anderen Geschichte finden wir noch die 2 Gesalbten erwähnt? Revelation 11. Right? Offenbarung Kapitel 11. And Revelation 11 is dealing with the 1260, right? Und Offenbarung Kapitel 11 handelt ja von der 1260. So we have this period of persecution where the 2 witnesses are prophesying in sackcloth, right? Also wir haben jetzt hier diese Zeitspanne von 1260, wo die 2 Zeugen in Sacktuch weissagen. Right? Richtig? And okay, let's just go to Matthew 25 and verse 6. Gehen wir jetzt zu Matthäus 25, Vers 6. And at midnight there was a cry made, behold the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then, when? At midnight when the cry goes out. Vers 7 jetzt, dann, wann? Nämlich zu Mitternacht, wenn der Ruf ergeht. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, give us of your oil. Vers 8. Why have these got no oil? Warum haben die Törichten kein Öl? We just went through the point. They didn't obey the truth when it came to them. Sie haben der Wahrheit nicht gehorcht, als sie zu ihnen kam. Okay, it's not that they didn't hear it; they didn't obey it. Es ist nicht, dass sie es nicht gehört haben, sie haben es nicht gehorcht. Just to confirm this.
Because in Matthew 7, right, it says you have the wise builder and the foolish builder, right? Yes, we'll come to that okay. later on, but that's a valid point, yes. Also in Matthäus 7 haben wir den törichten Baumeister und den klugen Baumeister, aber wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, dann werden wir einen Punkt machen. So, now, we've not got the quote here, but in Christ Object Lessons 412, it says, when the cry goes out at midnight, right, it will be seen who has gathered the oil, right? Also wir haben das Zitat jetzt hier nicht vor uns, aber wir wissen ja, dass wenn der Ruf zur Mitternacht ergeht, sagt Ellen White in Christi Gleichnis 406, dann wird sich manifestieren, wer das Öl wirklich gesammelt hat. And how it will be seen is because character will be demonstrated when you come face to face with death, right? Und wie das dann offenbart wird, ist, dass der Charakter manifestiert wird, wenn du mit dem Tod ins Angesicht kommst. Right? Richtig? When do the two anointed ones come face to face with death? Wann sind die zwei Gesalbten mit dem Tod ins Angesicht gekommen? No, not after 3.5 years. It's before the 3.5 years are ended, when it's cut short, right? Also bevor die 1260 zu Ende gehen, wenn sie abgekürzt werden, kamen die zwei Zeugen mit dem Tod ins Angesicht. Okay, now that quote that we just read, right, is telling us that the story of Zechariah about the two anointed ones is the parable of the 10 virgins. Und das right? Zitat, was wir eben gerade im Livestream gelesen haben, das sagt uns ja Ellen White, dass die zwei Gesalbten aus Zachariah letztendlich das Gleichnis der 10 Jungfrauen darstellt. So here you have the 1260, so you have the two anointed ones here, right? Also hier haben wir die 1260 und dann haben wir hier die zwei Gesalbten. And we will read about them, but they represent those angels in heaven that are giving oil to the wise virgins, right? Also in einer Anwendung stellen diese zwei Gesalbten diese Engel im Himmel dar, die jetzt das Öl diesen klugen Jungfrauen geben. Right? Richtig? But in history, right, when the two anointed ones, or let's ask another question. In history, what were the two anointed ones? Aber historisch gesehen, was waren diese zwei Gesalbten? Yeah, God's word, the truth, right? Das Alte und das Neue Testament, Gottes Wort, die Wahrheit. So when this point came, when they came face to face with death, what happened in history to the two anointed ones? Also historisch gesehen, was passierte jetzt mit den zwei Gesalbten hier, als sie mit dem Tod ins Angesicht kamen? Pay attention to the question. What happened to the two anointed ones? So, was passierte mit den zwei Gesalbten? Yes, what happened to Marius? They burned it, right? Publicly. Also, Right? sie haben das Wort Gottes öffentlich verbrannt. Okay, so what is that illustrating? Is it illustrating an attempt to destroy the truth, right? Und was stellt das dar? Es ist ein Versuch, die Wahrheit zu zerstören. Now there's a principle in the Bible that the seed represents the word of God, right? Da gibt es ein Prinzip in der Bibel, dass der Same das Wort Gottes darstellt. But who's also the seed? Aber wer ist auch der Same? Well, yes, Christ, but his people that have this truth in them, right? Es ist sein Volk, die die Wahrheit in sich haben. So when the two witnesses face death here, right, is teaching us something about God's people at the end of the world who have received that oil, right, that truth. Also wenn die zwei Zeugen hier mit dem Tod ins Angesicht kommen, dann stellt das Gottes Volk jetzt dar, die die Wahrheit in sich aufgenommen haben. Sie haben dieses Öl gesammelt. So when you receive the truth and you stand for the truth right here, they're going to want to put you to death, right? Also wenn du die Wahrheit empfangen hast und dann für die Wahrheit hier einstehst, dann möchten sie dich zu Tode bringen. And we have this fiery furnace illustrated. That's how they're going to burn the truth, right? Wir haben dann diesen Feuerofen hier dargestellt und das ist, wie sie diese Wahrheit versuchen zu verbrennen. Right? It's all these different illustrations, right? All diese verschiedenen Darstellungen. So go now to Zechariah chapter 4. Gehen wir jetzt zu Zachariah Kapitel 4. So when we truly understand that the book of Zechariah is referencing the parable of the 10 virgins, right? Und wenn wir
völlig verstehen, dass das Buch Zachariah das Gleichnis jetzt den Jungfrauen repräsentiert. Okay, when we read these verses, we can be confident where they are, right? Und wir dann diese Verse hier lesen, dann können wir sicher sein, wo sie zu platzieren sind. Okay, Marius, do you want to read verse 1 for us, please? Lesen wir jetzt erstmal Zachariah 4, Vers 1. It says, "And the angel that talked with me came again and waked me, as a man that is wakened out of his sleep." Okay, so if the parable of the 10 virgins and Zechariah is the same illustration, where are we? Also wenn das Gleichnis jetzt den Jungfrauen hier in Zachariah dargestellt wird, wo befinden wir uns hier? In verse 6 at the midnight cry. Yeah, we're right here at the midnight cry, right? Sind wir hier in Matthäus 25, Vers 6 am Mitternachtsruf, Where they wake up, right? wo sie aufwachen. And Scott, read verses 2 to 4, please. Lesen wir jetzt noch die Verse 2 bis 4. And he said unto me, What seest thou? And I said, I have looked, and behold, a candlestick all of gold, with a bowl upon the top of it, and his 7 lamps thereon, and 7 pipes to the 7 lamps which are upon the top thereof, and 2 olive trees by it, one upon the right side of the bowl, and the other upon the left side thereof. So I answered and spake to the angel that talked with me, saying, What are these, my Lord? Okay, and David, verse 14. Lesen wir jetzt noch Vers 14. Schön. Then answered he, These are the 2 anointed ones that stand by the Lord of the whole earth. Okay, these are the 2 anointed ones that stand by the Lord of the whole earth, right? So, Das sind die 2 Gesalbten, die beim Herrn der ganzen Erde stehen. so we read in this quote that, just read the line, what it says. It says, okay, it says, it talks about the 2 anointed ones. It says, this representation is of the highest consequence to those who claim to know the truth. Also wir haben ja hier ein Zitat lesen können, das Ellen White sagt, diese Darstellung ist für diejenigen, die behaupten, die Wahrheit zu kennen, von höchster Bedeutung. So when Zechariah, in the book of Zechariah, when he wakes up right here at the midnight cry, at the midnight cry, what is he now being given? Also wenn Zachariah jetzt hier Mitternachtsruf aufwacht, was wird ihm gegeben? No, okay, maybe that's a hard question, but he's being given a revelation of something that he doesn't understand. Ihm wird eine Offenbarung von etwas gegeben, was er nicht versteht. Right, so this is the point that I was making last night. Right here at the 5th day of the 4th month, the light begins to unfold up to this point. Also genau hier am 5. Tag des 4. Monats fängt ja an, das Licht sich zu entfalten bis zu dem Punkt hier. Right? Richtig? And now you've got to comprehend that what you've just seen, right? Or you've just been given. Und jetzt musst du dann noch verstehen lernen, völlig zu begreifen, was du da wirklich gesehen hast. Okay, because Zechariah here is not a foolish virgin, right? Denn Zachariah ist keine törichte Jungfrau. But he clearly does not understand this what's been presented before him, right? Aber das, was ihm jetzt hier in Zachariah 4 gezeigt wird, das versteht er nicht wirklich. Okay. So, just want to pay attention to the point that the angel always says something similar. What seest thou? Right? Und der Engel sagt hier im Buch Zachariah immer ähnliche Dinge wie, was siehst du? Okay, and here Zechariah says, what are these, my Lord? He always asks, what is it that you're showing me? Und in Vers 4 sieht man dann immer diese Frage von Zachariah, wie hier in Vers 4 dargestellt wird, ist, was sind diese, mein Herr? Das fragt er in vielen anderen Kapiteln auch. Okay, next quote in the live stream. Nächstes Zitat in dem Livestream wieder. And we're familiar with this quote. It says the anointed ones Zitat. the anointed ones standing by the Lord of the whole earth have the position once given to Satan as covering cherub. By the holy beings surrounding his throne, the Lord keeps up a constant communication with the inhabitants of the earth. So the purpose of the 2 anointed ones is to give the oil to God's people on earth, right? Also der Sinn und Zweck der 2 Gesalbten ist, das Öl dem Volk Gottes hier auf Erden zu geben.
And when you receive that oil, when you're obeying the truth, you're in some sense becoming these two anointed ones. Und Right? wenn du diese Wahrheit empfängst, wenn du die Wahrheit gehorchst, dieses Öl empfängst, dann wirst du in einem Sinne selbst zu einem dieser zwei Gesalbten. Okay, the golden oil represents the grace with which God keeps the lamps of believers supplied, that they shall not flicker and go out. Were it not that this holy oil is poured from heaven in the messages of God's Spirit, the agencies of evil would have entire control over men. Right? So, what's the consequence of not receiving the oil? Also was ist die Konsequenz, wenn wir das Öl nicht erhalten? Possessed by demons. Yes, right? Werden dann von Dämonen in Besitz genommen werden. Satan will have entire control over your mind and you won't know it. Satan wird vollständige Kontrolle über deinen Verstand erhalten und du wirst es noch nicht mal bemerken. Okay, we were talking about this yesterday about the deception, right? Wir haben ja darüber gestern gesprochen, über diese Verführung. Okay, what are the foolish going to receive right here? Was werden die Törichten hier erhalten? Strong delusion. Starke Täuschung. And they're going to deliver their brethren up, right? Sie werden hier ihre Brüder ausliefern. Okay, this is the consequences of not obeying God. You're going to obey Satan, Und right? das ist die Konsequenz. Wenn du Gott nicht gehorchst, dann wirst du letztendlich Satan gehorchen. And Satan is a liar and a murderer. Und Satan ist ein Lügner und ein Mörder. So we're either forming characters to be like God or we're choosing to be like Satan. It's one or the other. Also wir formen entweder einen Charakter im Ebenbild Gottes oder wir wählen Satan. Okay, go to 1 Kings 22. Gehen wir zu 1. Könige 22. And verse 19. 1. Könige 22, Vers 19. And he said, Hear thou therefore the word of the Lord. He says, I saw the Lord sitting on his throne. Right? Who else saw the Lord sitting on his throne? Wer hat auch noch den Herrn gesehen, wie er auf dem Thron saß? Ezekiel. John, Isaiah, Ezekiel, Johannes, Jesaja, Hesekiel, Zechariah. Zachariah. They all see the same vision, Sie right? sehen letztendlich alle dieselbe Vision. And look, it says, I saw the Lord sitting on his throne, and all the host of heaven standing by him on his right hand and on his left hand, right? Das ganze Heer des Himmels stand entweder zur rechten oder zur linken dieses Thrones. Okay, so if you just go back to the quote we just read, Gehen wir nochmal zurück zu dem Zitat, das wir gerade gelesen haben. tells us that the anointed ones standing by the Lord of the earth, and where do they stand, the anointed ones? Und es steht ja, dass die Gesalbten beim Herrn stehen. Und wo stehen sie? On the right and on the left, right? Auf der rechten und auf der linken. It says, then it goes on, it says, by the holy beings surrounding his throne, right? Da steht ja weiter hier, durch die heiligen Wesen, die seinen Thron umgeben, Okay, so hält der Herr eine ständige Kommunikation mit den Bewohnern der Erde. So basically, the host of heaven would be these anointed ones that are standing on the left and the right of him, right? Deswegen hier dieses Heer des Himmels stellt in einer Art und Weise diese zwei Gesalbten dar, die auf der rechten und auf der linken stehen. Right? So there's something about this illustration of these four cherubim. It's representing something that we haven't quite grasped yet, right? Und es ist also mit diesen 4 Cherubim, das ist etwas, was wir noch nicht völlig verstanden haben. But what I would suggest, it's representing God's army in some sense, right? Was ich vorschlagen möchte, ist, es stellt Gottes Armee in einem gewissen Sinne dar. Okay, so remember all these things are symbolic, right? So we have to try to see past the symbols and try to grasp what it's showing. Und denkt daran, das ist alles symbolisch, deswegen müssen hinter die Symbole schauen und versuchen, die Bedeutung zu finden. So at the moment, just based upon this verse here, right? When he sees the Lord sitting on his throne, it says, and all
all the host of heaven standing by him on his right hand, on his left, right? So I'm not making anything from that, I'm just saying what it says. Ich möchte jetzt hier noch keine Schlussfolgerung daraus ziehen, was hier steht, aber es steht hier, das ganze Heer steht entweder zur rechten oder zur linken. Okay, but it's obviously teaching us something. Okay, now go to the book of Zechariah. Gehen wir jetzt zum Buch Zachariah. So we understand that Zechariah chapter 4 is right here, right? Wir stehen ja das Zachariah Kapitel 4 hier den Punkt markiert. Right? And he sees this vision of the candlestick in the middle with the two olive trees either side, putting the oil into the candlestick, right? Und sieht ja die Darstellung, dass der Leuchter da in der Mitte steht und die beiden Ölbäume zur rechten und zur linken. Und sie bringen das Öl in diesen Leuchter hinein. So a question for you, what is the candlestick? Was ist jetzt dieser Leuchter? No, don't make any guesses. Think of the Bible verses. What does it tell us that it is? Also denkt an die Bibelverse, was sagt es uns, was ist es? Christ says, you're the light of the world. Yes, it says, ye are the light of the world, right? Also Jesus sagt zu seinem Volk, ihr seid das Licht der Welt. We just read the quote there, the two anointed ones do what? Wir haben ja das Zitat eben gelesen, die zwei Zeugen tun was? No, it doesn't say that. Doesn't say that in the quote. Right? Was sagt es hier nochmal in dem Zitat? It says the golden oil represents the grace with which God keeps the lamps of believers supplied. Also hier in der zweiten Hälfte des Zitates, das goldene Öl steht für die Gnade, mit der Gott die Lampen der Gläubigen versorgt. Okay, so what's a lamp? Was ist eine Lampe? It's a candlestick, right? Das ist ein Leuchter. Right? So you've got to have oil in your lamp for it to be burning, right? Du brauchst Öl in deiner Lampe, damit sie brennen kann. What is the lamp? Und was ist die Lampe? Das ist die Bibel. Yes, it's the word of God. It tells us that, right? Das ist die Bibel, es ist das Wort Gottes. Das And wird uns ja if you gesagt. just go to Psalm 119, Gehen wir nur zu Psalm 119. it tells us, here's another bit of information. Yes, thank you. Vers 105. It says, thy word is a what? Dein Wort ist was? A lamp unto my what? Eine Lampe für was? Okay, so Meine Füße. when Sister White is looking for the Advent people, where did she see them? Als Ellen White nach dem Adventvolk Ausschau gehalten hat, wo hat sie es gesehen? Right, she sees them on this narrow path walking towards the city, right? Sieht sie auf diesem schmalen Pfad, wie sie nach Jerusalem wandern. Right, and there was this exceeding bright light was behind them, right? Und das überaus helle Licht war hinter ihnen. And as long as they kept their eyes fixed on Christ, the light shines all the way along the path, right? Solange sie ihre Augen auf Christus gehalten hatten, schien das Licht weiter den Pfad entlang und hat ihn erleuchtet. So according to the refuge city, what's keeping your eyes on Christ? Gemäß der Wahrheit mit der Zufluchtsstadt, was wird deine Augen auf Christus gerichtet halten? What are the two thoughts? What does it mean? What does it mean to keep your eyes on Christ? Was bedeutet es, die Augen auf Christus gerichtet zu halten? When we use these expressions, we have to know what they mean, right? Wir benutzen ja diese Ausdrücke, wir müssen auch verstehen, was sie praktisch bedeuten. Are we envisaging a picture of Jesus in our head, thinking, yeah, I can see him? Is that what we're doing? Bedeutet das sozusagen, sich ein Bild von Jesus irgendwie auszumalen und dann immer nur auf dieses Bild zu blicken? Oder was bedeutet das? Having constantly his thoughts in our mind. Yes, it's taking his word and putting it in our heart that we might not sin against him, right? Also es bedeutet, sein Wort zu nehmen, in unser Herz zu legen, dass wir nicht gegen ihn sündigen. Okay, so It also means to keep following the unfolding light. yes, it's several meanings, right? But it's as light comes to you, what must you do with it? Das bedeutet aber auch dann, dem sich entfaltenden Licht beständig hier zu folgen. Denn wenn Licht zu dir kommt, was musst du damit dann machen?
Obey it, Du right? musst dem sofort gehorchen und darin wandeln. Now remember, the tempter's going to come here. What's he going to try to get you to do? Der Versucher wird ja jetzt hier kommen und was wird er machen? Oder was wird er versuchen mit dir zu machen? Draw you away from God. To disobey To it, disobey. right? Er wird versuchen, dich zum Ungehorsam zu verleiten. The word, which is his law, is this wall that surrounds you, right? Denn sein Wort, was auch sein Gesetz ist, das ist ja das, was dich umlagert. Das ist seine Schutzmauer. And Christ in John 10 says, enter ye in at the straight gate, right? Und Johannes sagt ja in Kapitel 10, aber auch Matthäus 7, tretet ein durch die enge Pforte. Right? Richtig? What does straight mean? Was bedeutet das Wort eng? Strict, right? It means that there's no compromise, right? Also es bedeutet in dem Sinne streng. Okay, was mit? Okay, the straight gate. Because it says, my sheep hear my voice, and another they will not follow. Right? Es steht ja geschrieben, meine Schafe hören meine Stimme und einem anderen werden sie nicht folgen. So, what is it you're going to constantly have going on in your mind? Deswegen, was wird dann beständig in deinem Verstand vor sich gehen sollen? Two voices, right? Oder was wird da vor sich gehen? Es werden immer zwei Stimmen in deinem Verstand sein. And what does it tell us in Hebrews 5 we must do? Und was sagt es uns in Hebräer 5? Was müssen wir damit machen? Discern between good and evil, Wir right? müssen in der Lage sein, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. So when the tempter came to Christ, right, he had God's word in his mind, right? Als der Versucher hier zu Christus kam, da hatte Jesus das Wort Gottes in seinem Verstand. But who was speaking to him? Aber wer hat dann zu Jesus gesprochen? This angel of light, right? Der Satan als dieser Engel des Lichts. He was putting his voice into Christ's mind, right? Er hat seine Stimme versucht in Christi Verstand zu legen. So it was always this battle. You have to determine what's good and evil and always choose the good. That's the straight gate, right? Also das ist dieser Kampf. Du hast immer diese zwei Stimmen und du musst immer das Gute wählen. Das ist dieses schmale Tor. So walking the narrow path means constantly hearing and obeying Christ's voice, right? Also den schmalen Pfad zu gehen bedeutet beständig Gottes Stimme oder Christi Stimme zu hören und dieser Stimme auch zu gehorchen. Right? Richtig? So the lamp is God's word and it only shines when you obey it. If you don't obey it, it goes out and you fall off the path, right? In Gottes Wort ist dieses Licht für deine Füße und es scheint aber nur, wenn du es beständig gehorchst. Ansonsten wird es ausgehen und du wirst hinabfallen. Okay, now let's read Zechariah chapter 5. Lass uns jetzt Zachariah Kapitel 5 lesen. Philip, you want to read verses 1 to 4, please? Verse 1 bis 4. Zachariah 5, Verse 1 bis 4. And look, and behold a flying roll. And he said unto me, What seest thou? And I answered, I see a flying roll, the length thereof is 20 cubits, and the breadth thereof 10 cubits. Okay, so what did the angel do right there? Dann haben wir Vers 1 bis 2 gelesen. Was hat der Engel hier gemacht? I pointed out this just not a couple of minutes ago. Sorry? Yeah, what seest thou, right? Also ich frage dir, was siehst du in Vers 2? It's always doing the same thing. What seest thou? And then he tells him what he sees, right? Also immer dasselbe, er fragt immer, was siehst du? Und dann wird ihm erklärt, was er da sieht. Okay, Philip. Lesen wir weiter, 3 und 4. Then said he unto me, This is the curse that goeth forth over the face of the whole earth. For everyone that stealeth shall be cut off as on this side according to it, and everyone that soweth shall be cut off as on that side according to it. I will bring it forth, saith the Lord of hosts, and it shall enter into the house of the thief, and into the house of him that sweareth falsely by my name, and it shall remain in the midst of his house, and shall consume it with the timber thereof and the stones thereof. Okay, so this roll right here, which we also know, represents the same roll that's in Ezekiel's vision, right? Also diese Rolle hier ist dieselbe Rolle, die auch in Hesekiels Vision zu finden ist. Right? Richtig? So it brings us right back to this
light here on the 5th day of the 4th month. Bringt uns also hier zu diesem Licht, was am 5. Tag des 4. Monats kommen wird. So it's linking all these things together, right? Verlinkt also all diese Dinge zusammen. And it says that it is the curse, right? Und es sagt uns hier, das ist der Fluch. So you're either going to receive a blessing by eating this book, right? Du wirst also entweder einen Segen erhalten, indem du dieses Buch isst. Right? And this book is the same little book that's in Revelation chapter 10. Und dieses Buch ist ja auch dasselbe kleine Buch aus Offenbarung 10. And it's like honey for sweetness, Und right? es ist süß wie Honig. But it's going to lead you to have a better experience. Aber es wird dich letztendlich zu einer bitteren Erfahrung führen. But if you don't obey it, what is it telling you that it is to you? Aber wenn du dem nicht gehorchst, was wird es dann für dich? A curse, right? Zu einem Fluch. Okay. And did you get up to, did you read verse 4, Philip? Okay. Wir haben bis Vers 4 gelesen. And it says in verse 4 that it shall remain in the midst of the house and shall consume it with the timber thereof and the stones thereof. So, Und in Vers 4, da steht es ja, es wird inmitten des Hauses sein und dieses Haus verzehren mit den Holzbalken und den Steinen davon. so everyone that steals and sweareth falsely is going to be cut off, Also right? jeder, der stiehlt und falsch schwört, der wird abgeschnitten werden. Right? Richtig? And it says that your house, if the timber and the stones are brought down, your house is being brought down, right? Also und wenn die Holzbalken und die Steine niedergebracht werden, dann wird dein Haus niedergebracht. Okay? Du wirst niedergebracht werden. So go to Matthew chapter 7. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 7. And this is these wolves in sheep's clothing Da spricht es ja über diese Wölfe im Schafspelz, that go into the cities and do this wonderful work. die in die Städte gehen werden und dieses wundersame Werk tun. Daniel, read verses 24 to 27, please. Lesen wir jetzt die Verse 24 bis 27. Matthäus 7, 24 bis 27. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. The rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Okay, so how many groups do we have right Wie there? viele Gruppen haben wir hier? Wie viele Klassen? Yeah, who are they? 2. Wer sind sie? The wise and the foolish, right? Die Weisen und die Törichten. One is going to fall, one is going to stand, right? Einen werden fallen, die anderen werden stehen bleiben. But how is that illustrated? But in which sense? Und wie wird das hier dargestellt? In was für einem Sinne? No, that's not what. They're illustrated as houses, Sie right? werden dargestellt als Häuser. So when we understand that this is the wise and the foolish, which is the parable of the 10 virgins, Und right? wenn wir verstehen, dass das hier die Klugen und die Törichten sind, was auch das Gleichnis der 10 Jungfrauen ist, It's also the same illustration as we're seeing here, or we've just been reading in Zechariah, dann ist right? das ja auch dieselbe Darstellung, die wir auch in Zachariah lesen konnten. So verses 26 and 27 represents this house that this curse has entered into and brought it down, right? Also Vers 26 und 27 stellt also hier diesen Fluch dar, der in das Haus gekommen ist und es niedergebracht hat. And why did that happen? Und warum ist das hier passiert? Tells you right there. Why did it happen? Warum ist das passiert? Sagt uns hier Vers 26. 26. No, it doesn't say that. They heard the words. Okay, but that's not what you said. You said those that didn't hear. It says, everyone that heareth, they hear it, right? Also hier steht, jeder, der die Worte hört,
aber nicht tut. Sie hören das Everyone Wort. that heareth these sayings of mine and doeth them not, right? Also jeder, der die Dinge hört, die ich gesagt habe, aber sie nicht tut. So when light comes to us and convicts us and then we rationalize it away and don't practice it, we are building on the sand. Deswegen, wenn Licht zu uns kommt und uns überführt und wir das dann irgendwie wegdiskutieren, dann bilden wir unser Haus auf Sand. We are not gathering the oil. Also wenn wir es wegdiskutieren und nicht tun, dann sammeln wir nicht das Öl und bauen auf den Sand. Right? And we see that? Kann jeder das sehen? Very clear, right? Das ist sehr deutlich. Go back to Zechariah chapter 5. Gehen wir zurück zu Zachariah Kapitel 5. Susie, read verses 5 to 8 and Sandra 9 through 11, please. Wir lesen jetzt die Verse 5 bis 11. Then the angel that talked with me went forth and said unto me, Lift up now thine eyes and see what is this that goeth forth. And I said, What is it? And he said, This is an ephah that goeth forth. He said, Moreover, this is their resemblance through all the earth. And behold, there was lifted up a talent of lead. Yes. And this is a woman that sitteth in the midst of the ephah. And he said, This is the wickedness. And he cast it into the midst of the ephah, and he cast the weight of the lead upon the mouth of it. Then lifted I up mine eyes, and looked, and behold, there came out two women, and the wind was in their wings, for they had wings like the wings of a stork. And they lifted up the ephah between the earth and heaven. Then I said to the angel that talked with me, Whither do these bear the ephah? And he said unto me, To build it an house in the land of Shiloh. And it shall be established and set there upon heavenly base. Okay. So in Matthew chapter 7, right, what did we read? What was the correlation between the two groups? Matthäus Kapitel 7, was haben wir gelesen? Was ist der Bezug dieser zwei Gruppen gewesen zueinander? Sand and build on the rock. Yes, but there was two foundations, right? Es gab da zwei Fundamente, richtig? So the rock, what does the rock, building on the rock, represent? Was stellt es dar, wenn du auf dem Felsen baust? What is the rock? Right, it's the word of God, right? Christus, es ist das Wort Gottes. Du baust auf dem Wort Gottes. It's a solid foundation. It's the cornerstone that can't be moved. It's the message, Es ist right? ein festes Fundament, es ist der Eckstein, es kann nicht bewegt werden. But what is the opposite to that? What's this sandy foundation? What does it represent? Was ist das Gegenteil davon? Dieses sandige Fundament, was stellt es dar? Your thoughts and emotions. Yes, it's in some sense, but she says it's man's traditions, theories. I can't remember all the exact words, but it's man's thoughts, not God's thoughts, right? Also sie sagt letztendlich, es sind Menschengedanken, auf die du aufbaust und nicht Gottes Gedanken. Right? So it's constant. When truth comes to us, if we reason it away, who is it that's given us that reasoning? Also wenn Wahrheit zu uns kommt und wir das wegdiskutieren oder irgendwie verblassen lassen, wer macht das mit uns? Yeah, it's Satan, right? Es ist Satan, der das tut. Okay, because we read yesterday, let God be true and every man a liar, right? Wir haben ja gestern gelesen, lass Gott wahrhaftig sein und jeden Mensch ein Lügner. So the rock is the truth and the sand is the lies, right? Also der Fels ist die Wahrheit, der Sand sind die Lügen. So if Matthew chapter 7, which is talking about the wise and the foolish virgins, Also in Matthäus 7, wenn es über die klugen und die törichten Jungfrauen spricht, which is the parable of the 10 virgins, was das Gleichnis der 10 Jungfrauen ist, which is the vision of Zechariah, was auch die Vision des Zacharias ist, first of all we come to Zechariah chapter 4 and he wakes up. da kommen wir zunächst einmal zu Zachariah Kapitel 4 und er wacht hier auf. What does he see? Was sieht er dort?
What is it an illustration that he's seeing? Was ist das für eine Darstellung, was er dort sieht? He's seeing the two anointed ones putting the oil into the wise virgins, Er right? sieht die zwei Gesalbten, wie sie das Öl in die klugen Jungfrauen hineingießen. Right? Richtig? Because the lamp is also a symbol of Christ. It's the Word of God. It's the light is it's God's truth, right? Denn der Leuchter ist auch ein Symbol für Christus, für das Wort Gottes. Es ist Gottes Wahrheit. Right? Richtig? So what sort of foundation is that? Also was für eine Art von Fundament ist das, also was ihm gezeigt wurde? It's the rock, Das right? ist der Fels. So straight away then, when you come to Zechariah chapter 5, right, he now talks about the curse that's going to go upon those that don't obey God's word, right? Aber dann, wenn du weitergehst nach Zachariah 5, dann spricht er über diesen Fluch, der über die ergehen wird, die nicht auf das richtige Fundament bauen, die nicht Gottes Wort gehorchen. And then what does it show us? Und was zeigt es uns dann hier am Ende von Zachariah 5? These two women either side of this ephah with a woman sitting on it, right? Ja, diese zwei Frauen, die auf beiden Seiten dieses Ephas sind, wo dann die Frau noch in der Mitte dieses Ephas ist. And what does it say that ephah is? Und was sagt es hier in Vers 11? Was ist dieses Epha? The last verse, what does it say that it is? Was sagt es hier? Vers 11, im letzten Vers. Yes, it's a house, but just read on. What does it say? Was ist es? What are we discussing? We're discussing two foundations. What is it? A false foundation, Es right? ist ein falsches Fundament, steht hier. So it's a house that's going to be built upon our own foundation, Es ist right? also hier ein Haus, das auf diesem falschen Fundament, auf dem eigenen Fundament aufgebaut werden wird. So when Christ was given these parables, where did he take the story from? Als Christus diese ganzen Gleichnisse gegeben hat, woher hat er die Themen für diese Geschichten entnommen? From the Old Testament, right? Vom Alten Testament. Taking it right from these stories, right? Zum Beispiel jetzt genau hier von diesen Geschichten. So Christ understood that these two illustrations, Zechariah 4, Zechariah 5, was these two groups of people on two different foundations, right? Und Christus hat nämlich verstanden, dass hier in Zachariah 4 und 5 diese zwei Gruppen von Leuten dargestellt werden, die auf diesen beiden oder diesen zwei verschiedenen Fundamenten aufbauen. Right? We all see that now. It's a perfect illustration of Matthew 7, what was it, verses 24 to 27. Also kann jeder das sehen, das ist wirklich eine perfekte Darstellung hier in den Kapiteln von Zachariah, von Matthäus 7, Verse 24 bis 27. Right? Richtig? Yes. Okay. Right. So we were discussing here, right? Also wir haben ja das hier diskutiert, stimmt's? Now I want to take us back to here. Und ich möchte uns jetzt hier zum Sonntagsgesetz zurückbringen. Go to the book of Job. Gehen wir zum Buch Hiob. Okay, Danielle, if you want to read the first 3 verses for me, please. Chapter. Sorry, chapter 1. Kapitel 1 und die Verse 1 bis 3. There was a man in the land of whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. His substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels and 500 yoke of oxen, 500 she-asses, and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of goodness. Right, so Job is right here, right? Also Hiob ist jetzt in dieser Darstellung hier am Sonntagsgesetz. What has he got on? Und was hat er an? Was trägt er? The wedding garment, right? Er trägt das Hochzeitsgewand. How do we know he has the wedding garment? It's perfect and upright. Woher wissen wir, dass er das Hochzeitsgewand trägt? Yes. Weil er tadellos und aufrichtig ist. Job has on the wedding garment, right? Er hat hier das Hochzeitsgewand an. We will confirm this thought in a moment. Und diesen Gedanken werden wir gleich noch weiter bestätigen.
Margaret, read verses 4 to 6, please. Lesen wir jetzt noch die Verse 4 bis 6. And his sons went and feasted in their houses, every one his day, and sent and called their 3 sisters to eat and to drink with them. And it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. Okay, let's stop there, right, 1 minute. Right, so you get this illustration of Job with the wedding garment, and then it takes you to his sons and daughters, right? Also wir haben erstmal die Darstellung hier von Hiob mit dem Hochzeitsgewand und dann spricht es über seine Söhne und Töchter. What are they doing? Und was tun sie? They're feasting and making merriment, right? Also sie feiern und sind fröhlich. Good or evil? Ist das gut oder böse? Yeah, they're the careless and indifferent. It's not good what they're doing, Also right? sie stellen diese Sorglosen und Uninteressierten dar. Es ist nicht gut, was sie hier tun. What does Job do? Aber was macht Hiob? Intercession. Right, he's like Christ, right? Ja, er tut Fürbitte für sie, er ist wie Christus. Now, we already looked at this, that this right here, because you have the little time of... Let's just draw it on here, right? This is the little time of peace, right? Das ist ja hier die kleine Zeit des Friedens. And right here you have to flee, Und hier müssen wir auch fliehen auf dem großen Fraktal. right? And you have to get into the refuge city, right? Du musst dann hier in die Zufluchtsstadt kommen. Because this is it's a constant, you've got to be constantly in the refuge city, right? Du musst beständig in dieser Zufluchtsstadt sein. So, right here on this point, you have to be in this refuge city, right? And so Job, he represents Christ. He's interceding for those that are doing wickedly, right? Also hier muss in dieser Zufluchtsstadt sein. Und Hiob, er stellt jetzt hier Christus dar, der anfängt, Fürbitte zu tun für diese Gottlosen. Okay, so in verse 6 now, it basically the first 5 verses just give us an illustration of where we are in time and what's beginning to happen, right? Also die ersten 6 Verse geben uns einfach nur eine Darstellung, wo wir uns befinden in der Zeit und was jetzt passieren wird. Right, and now it's going to give us another illustration of what's taking place at the same time, Und right? jetzt gibt es uns ab Vers 6 eine weitere Darstellung, was zur selben Zeit passiert. Okay, Fyodor, just read verse 6 again, down to 6 to 8, please. Lesen wir nochmal ab Vers 6, lesen wir Verse 6 bis 8. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? And then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. The Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Okay, so there's nobody like Job in the whole earth, right? Es gibt keinen wie Hiob in der gesamten Welt. So Job is representing this little praying company, right? Also Hiob stellt diese kleine betende Schar dar. Okay, so last 3 verses, launch you want to read 9 through 11. Lesen wir noch die Verse 9 bis 11. Then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for naught? Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Okay, I'll just continue reading. It says, And the Lord said, Weiter, Vers 12. and the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power,
only upon himself put forth not thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. So this is now marking this point in Revelation 9 where the star comes down from heaven. Das Right? markiert jetzt hier diesen Punkt in Offenbarung 9, wo dieser Stern vom Himmel fällt. Satan has been now loosed, right, to go forward and do this work. Satan wird jetzt hier gelöst, um vorwärts zu gehen und dieses Werk zu tun. And that's important for us to understand because we'll see it as we build up to come to this right here. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, denn darauf werden wir aufbauen, wenn wir dann nach hier kommen zum Mitternachtsruf. Verse 13. Vers 13. And there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there came a messenger unto Job and said, the oxen were ploughing and the asses feeding beside them. And the Sabaeans fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. Okay, so this messenger comes unto Job the first time, right? Das ist Vers 15. Der Botschafter kommt jetzt hier zu Hiob. Das ist das erste Mal, oder die erste Unglück, was passiert ist. While he was yet speaking, there came also another and said, the fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the sheep and the servants and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. Second time. Vers 16, das ist das zweite Unglück. While he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out 3 bands, and fell upon the camels, and have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. 3 times. Vers 17, dritte Mal. While he was yet speaking, there came also another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and I only am escaped alone to tell thee. Das ist Vers 19. How many times? Wie oft? 4 times, right? 4 Mal, also 4 Unglücke. But specifically the 4th, what happened? Aber insbesondere jetzt beim 4., was passierte hier? The house falls, right? Das Haus ist kollabiert. So what does that do for us? Was macht das für uns? For 7 times. No. Don't. Where have we just been reading that the house falls? Wo haben wir eben gerade gelesen, dass das Haus fällt? Yes, but where on our Und line? ich meine damit aber, wo auf der Linie? Where on our line are we marking the house falling? Wo auf der Linie markieren wir, dass das Haus fällt? Right, so what's it doing for us? Am Mitternachtsruf, also was tut das jetzt hier für uns, wenn wir das mit Hiob zusammenbringen? Okay, where's this? The 4th, right? Das ist das 4. The 4th time marks here. So what's it doing for us, right? Also 4. markiert also folglich hier. Was macht das hier mit uns? Okay, that is confirming this, right? It's because it begins here, 1, 2, 3, and now you get to the 4th, right? Ja, also es bestätigt hier, diese 1, 2, 3 bringen dich hinab zum Mitternachtsruf und dann hast du hier das 4. So this illustration brings you down to where the house collapses, and when the house collapses, it begins the start of Job's second test, right? Das bringt dich hier zu dem Punkt, wo das Haus kollabiert und das markiert dann auch den Beginn von Hiobs 2. Test. Right? It's telling us something important there, right? Sagt uns hier etwas Wichtiges also. So some people are going to get cursed right here, and it's because of that you're going to get brought into your second test. Right? Also einige Leute werden also hier verflucht werden und aufgrund dessen wirst du dann in diese 2. Phase deines Testes eintreten. Because according to Matthew 7 and Zechariah 5, the curse has now entered into the house of them right here, and their house has fallen. Right? Basierend auf Matthäus Kapitel 7 und Zachariah Kapitel 5, da ist der Fluch jetzt in ihr Haus gekehrt und hat es hier niedergebracht. Right? Richtig? Okay. Now, when you go to verse 20, wenn wir jetzt zu Vers 20 gehen, it says, Then Job arose, rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground and worshipped. Where do we see that illustration? wo sehen wir diese Darstellung? Wie hier in Vers 20 beschrieben.
Mordecai, right? Mordecai. So just quickly go to Esther chapter 4. Gehen wir zu Esther Kapitel 4. Just visualize it. Ist direkt vor Job. Verse 1. Esther 4, Vers 1. It says, when Mordecai perceived all that was done, Mordecai rent his clothes, put on sackcloth with ashes, and went out into the midst of the city, and did what? And cried, right, with a loud and bitter cry, Also er ruft hier mit einem lauteren und bitteren Schrei. and came even before the king's gate, for none might enter into the king's gate clothed with sackcloth. Right? Bis Vers 2 haben wir gelesen. So he's here, sackcloth and ashes by the gate, and he's giving the cry, right? Er ist hier in Sacktuch und Asche beim Tor und gibt diesen Ruf. And this is also what Job is now experiencing in verse 20. Und das Right? ist auch, was Hiob hier in Kapitel 1, Vers 20 erfährt. But look what he says in verse 21. Aber lasst uns schauen, was er jetzt hier sagt in Vers 21. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this Job sinned not, nor charged God foolishly. Das ist Vers 22. Right. So when I saw this yesterday, I was like, oh, that's nice. So go to Ezekiel 16. Als ich das gestern gesehen habe, dachte ich, ja, das ist wirklich schön. Gehen wir zu Hesekiel 16. Just this will be the last thought, and then we will. Das wird jetzt der Abschlussgedanke sein. Hesekiel 16. For the sake of time, I'll just read through it. Which verses? Just verse 1. I'm going to begin. Wir fangen in Hesekiel 16 an und dann werde ich einfach weiterlesen. It says, again the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, cause Jerusalem to know her abominations, and say, Thus saith the Lord God unto Jerusalem, Thy birth and thy nativity is of the land of Canaan. Thy father was an Amorite, and thy mother a Hittite. So what's the theme right here? Bis Vers 3. Was ist das Thema hier? It's the birth of God's people, right? Das ist die Geburt von Gottes Volk. It says, And as for thy nativity, in the day thou wast born, thy navel was not cut, neither was thou washed in water to supple thee. Thou wast not salted at all, nor swaddled at all. None eye pitied thee to do any of these unto thee, to have compassion upon thee, but thou wast cast out into the open field, to the loathing of thy person in the day that thou wast born. Right? Bis Vers 5 haben wir gelesen. So, when the day that God's people were born, they were loathed. Nobody pitied them, and they're cast out into the open field. Also als Gottes Volk geboren worden ist, da waren sie verachtet, keiner hat sich um sie bemüht oder sie bemitleidet und sie sind dort einfach da hinausgestoßen in das offene Feld. So everybody hates you, right? Jeder hasst dich dann. Verse 6. Vers 6. And when I passed by thee, and saw thee polluted in thine own blood, I said unto thee, When thou wast in thy blood, live. Yea, I said unto thee, when thou wast in thy blood, live. I have caused thee to multiply as the bud of the field. And thou hast increased and waxen great, and thou art come to excellent ornaments. Thy breasts are fashioned, and thine hair is grown, whereas thou wast naked and bare. Bis Right? Vers 7. So, what were you when you were born? Wie warst du, als du geboren wurdest? Naked. Du warst Right? nackt. Okay? So, Ezekiel 16 is the person standing here, and he's giving an illustration of what happened from here down to this point. Right? Hesekiel 16, er steht jetzt hier, aber er gibt eine Darstellung von, einen Rückblick sozusagen, was von hier bis hier passierte. Because he's given a rundown of the history from the beginning, when you was first born, what the Lord did for you, and he's bringing you down to this point now where it says that you
I've caused thee to multiply as the bud of the field. Also Right? er steht jetzt hier und gibt den Rückblick, was passierte, als du hier anfingst, geboren worden bist und hier hinabkommst. Und Gott hat ja dann gesagt, ich habe dich sozusagen fruchtbar gemacht, so wie die Blüte auf dem Feld. Where does the bud come forth? Und wo kommt die Blüte hervor? Right here, right? Oder die Knospe vielmehr. But this Genau hier. illustration is a rebuke to them because instead of bringing forth fruit, they are in this terrible condition. Aber hier Right? in Hesekiel 16 ist es ein Tadel für Gottes Volk, denn anstatt dass sie hier Frucht hervorbringen, ja, sind sie in diesem schrecklichen Zustand. But when you go back to Job, Wenn wir zurückgehen zu Hiob, it says, naked I came out of my mother's womb, and naked shall I return thither. wie Right? gesagt, in Vers 21, nackt bin ich aus dem Mutterleib hervorgegangen und nackt werde ich wieder zurückkehren. So Job's at the end, the fourth, so where's he pointing back to? Hiob ist hier am Ende bei dem 4. und worauf weist er jetzt zurück? Right to here, right? Genau hier, wo er nackt hervorkam. Naked I came out of my mother's womb, right? Nackt bin ich aus dem Bauch meiner Mutter hervorgekommen. Job understands what his condition was like at the beginning, right? And he knows that it was only God that did all these blessings to him, right? Hiob hat seinen Zustand hier am Anfang verstanden und er versteht, dass alles, was ihm hier Gutes widerfahren ist, waren einfach nur die Segnungen des Herrn. He says the Lord giveth and he taketh away, right? Er hat gesagt, der Herr gibt und der Herr nimmt auch wieder hinweg. So right here he gave him the wedding garment, Genau hier hat der Herr ihm dann das Hochzeitsgewand gegeben. and right here it's going to seem like he's taken it away, Und right? genau hier im Mitternachtsruf wird es dann so scheinen, als ob der Herr dir dieses Gewand wieder weggenommen hätte. Because now all this terrible experience is coming upon him, right? Denn diese ganzen schrecklichen Dinge sind jetzt über ihn hier hereingebrochen. Okay, but the point was, I want when you have this, when you come out naked here and the Lord puts this wedding garment upon you, it says it's at a point where everybody loathes you and hates you, Der right? Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wenn du hier herauskommst aus dem Mutterleib, dann ist es ein Punkt, wo jeder dich hasst und verachten wird. Und das ist auch der Punkt, wo Gott dir das Hochzeitsgewand geben wird. Why is everybody loathing and hating you right here? Und warum wird dich hier jeder verachten und hassen? Yes, if you live a godly life in Christ Jesus, you shall suffer persecution. Ja, weil du das Hochzeitsgewand dann anhaben wirst, denn wenn du ein gottseliges Leben führst in Christus Jesus, wirst du Verfolgung erleiden müssen. Because it's the Sunday law, that's why they hate you, Weil es right? das Sonntagsgesetz ist. Because in all this time period you've been rebuking them about this Sunday law, and it comes to pass right here. Denn in Right? der ganzen Zeit davor warnst du und tadelst sie vor diesem Sonntagsgesetz und wenn es zustande kommt, dann ja, hassen sie dich. And if you read chapter 38 of Great Controversy, those people just love you for telling the truth, right? Und wenn du großen Kampf liest, Kapitel 38, da steht dann, dass die Leute dich lieben, weil du ihnen die Wahrheit verkündigst, richtig? No, it says they put forth superhuman efforts to shut out that truth, right? Nein, es steht da geschrieben, dass sie übermenschliche Anstrengungen unternehmen werden, um diese Wahrheit hinauszustößen Okay. oder abzuhalten. We'll close with this quote, right? Ich werde jetzt mit einem Zitat abschließen. Post it, and then we will. Ich werde das noch posten. Okay. I mean, we're very familiar with this quote, right? Das ist ein sehr bekanntes Zitat. It says, I saw 4 angels who had a work to do on the earth, and they were on their way to accomplish it. What were they on their way to accomplish? Sie waren auf dem Weg, das zu erfüllen oder zu tun. Und was war das? Come on, you were just reading what we went through this the other day. What were the 4 angels on their way to do? Was waren die 4 Engel dabei zu tun? They're on their way to let go the 4 winds and loose the 7 plagues, right? Sie waren dabei, die 4 Winde zu lösen und die 7 letzten Plagen über die Erde kommen zu lassen. And these are these 4
cherubims that we were talking about last night, right? Und das sind diese 4 Cherubim, über die wir gestern Abend dann ja gesprochen haben. Okay? So they're just about to loose the 4 winds, or the 4 winds even begin to loose right there, right? Also sie möchten jetzt hier diese 4 Winde lösen und in einer Art und Weise fängt das hier in einem gewissen Maße dann an. It says, Jesus was clothed with priestly garments. He gazed in pity upon the remnant. Where's this now taking you to? Er blickte jetzt mitleidig auf den Überrest noch. Und wohin bringt dich das? Ezekiel 16, right? Ezekiel 16. He sees you that you're cast out and hated right here, and he comes and he throws all his love upon you, right? Er sieht hier, wie du hinausgestoßen bist und verachtet bist, und er kommt jetzt und wirft seine gesamte Liebe auf dich. He says, live. Und er sagt zu dir, lebe. Live. Lebe. 2 times. 2-mal. What's the message that comes here? Was ist die Botschaft, die hier kommt? Babylon is fallen, right? Babylon ist gefallen, ist gefallen. It's this double, it also has this double expression, right? Das ist immer diese Doppelung. So, but it's this power that he's given you right here. Aber es ist diese Kraft, die er dir hier geben wird. Right? It's the word, it's the message, right? Es ist das Wort, es ist die Botschaft. Peter says, thou hast the words of life, right? Petrus sagt, du hast Worte des Lebens. Okay, so he gazed in pity on the remnant, then raised his hands, and with a loud voice of deep pity cried, my blood, Father, my blood, my blood, my blood. Then I saw a what? Dann sah ich was? Exceeding bright light, right? Überaus helles Licht. Und in der deutschen Übersetzung ist mein Blut 2-mal zu viel da. So you have this, right, which is just a type of this, right? Also wir haben das hier, was nichts anderes ist als eine Darstellung für das hier. Right? Richtig? Because obviously there's light comes here, and you're going through the same process, gathering the oil, and here's the exceeding bright light, and that's why you're here with the wedding garment on. Der Right? Licht wird ja auch hier kommen, du gehst dann hier hindurch, sammelst das Öl und dann kommt das überaus helle Licht. Das ist genau das, was hier dann in kleinem Maße auch stattfinden wird. Right? Richtig? So you got a wedding garment on here, and you have the wedding garment on here. Deswegen, Right? du hast das Hochzeitsgewand hier an und du wirst das Hochzeitsgewand hier anhaben. It says, then I saw an exceeding bright light come from God, who sat upon the great white throne, and was shed all about Jesus. Then I saw an angel fly with a commission from Jesus, swiftly flying to the 4 angels who had a work to do in the earth, and waving something up and down in his hand, and crying with a loud voice, hold, 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 until the servants of God are sealed in their forehead. Right? In der deutschen Übersetzung ist auch wieder ein Halt zu viel, nur 4-mal. So the point we're going to finish on is there's 4 angels Ein Punkt, mit dem wir abschließen wollen, es gibt hier diese 4 Engel. that are about to loose the 4 winds, Sie sind dabei, die 4 Winde zu lösen. and there's 4 times he talks about his blood, Und es wird hier 4-mal sein Blut jetzt hier erwähnt. and 4 times he says hold. Und 4-mal sagt er, haltet. Right? And this is all about this illustration that we're going to look at, right? Und das ist letztendlich alles zusammengebracht, etwas über diese Darstellung, die wir uns noch anschauen werden. Okay, so we will take this up next time. Wir werden das nächste Mal weiter fortführen. We'll close with prayer. Lass damit ein Gebet abschließen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, we thank you that you want to show us these deep things. wir danken dir, dass du uns diese tiefe Dinge zeigen magst. And we ask you that you bring them all together in such a way that we all can comprehend them. Und wir bitten dich, dass du das alles zusammenbringst auf so eine Art, dass wir sie alle verstehen können. And we ask now that you bless us in this preparation day. Wir bitten jetzt, dass du uns segnest auf diesen Vorbereitungstag, diesen Rusttag, And that we can enter into your holy Sabbath hours and receive the rest. damit wir in den heiligen Sabbatstunden hineingehen können und deine Ruhe empfangen können. And please let this word be our daily bread for today. Bitte lasst dieses Wort, die wir gehört haben, unseres tägliches Brot sein für heute. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen.